Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mathe Smarte Mission Uruguay Unveiled. Der Strauß an Themen, die einen plötzlich so betreffen, wenn man auswandern möchte oder einen längeren Auslandsaufenthalt plant, ist wirklich bunt. Manches ist total spannend, mit einigen Dingen befasse ich mich aber auch zum ersten Mal und ich bin immerhin 60 Jahre alt. Und anderes ist eher fad. Problem? Das Langweilige ist leider oft das Wichtige. Und heute widmen wir uns einem dieser Themen aus der Kategorie langweilig, aber richtig wichtig, der Anwartschaft. Aus gegebenen Anlass möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, wir machen hier keine Rechtsberatung. Wir erzählen euch, was wir recherchiert oder von zuständigen Stellen oder Auswanderern erfahren haben. Ja, leider kann keiner von uns in die Zukunft schauen, wir natürlich auch nicht. Aber weil haben besser ist als brauchen und wir weder übermäßig risikofreudig noch besonders jung sind, ist uns etwas Absicherung schon wichtig. Also deswegen das Thema Anwartschaft. Aber was ist jetzt so eine Anwartschaft und für wen ist sie eigentlich wichtig? Eine Anwartschaft ist rechtlich gesehen die gesicherte Aussicht auf den Erwerb eines Rechtes oder Leistung, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Man leistet quasi eine freiwillige monatliche Zahlung, die einem später bestimmte Rechte einräumt oder auch Auszahlungen erhöht. Ja, starten wir mit den Krankenversicherungen. Wer Deutschland für längere oder auch unbestimmte Zeit oder auch für immer verlässt, kündigt viele Verträge auf. In der Regel auch den mit der Krankenversicherung. Ist man privat krankenversichert, dient die Anwartschaft bei der Krankenversicherung dazu, sich das Recht auf einen späteren Versicherungsschutz zu sichern, ohne dass eine erneute Gesundheitsprüfung notwendig ist. Hier gibt es zwei Varianten, die große und die kleine Anwartschaft. Bei der kleinen Anwartschaft der privaten Krankenversicherung wird der aktuelle Gesundheitszustand quasi eingefroren. Wenn man später wieder in die private Krankenversicherung eintritt, zählen eventuell neu aufgetretene Krankheiten nicht als Vorerkrankung. Das Eintrittsalter wird jedoch neu berechnet, was zu höheren Beiträgen führt. Durchschnittlich liegen die Kosten für die Anwartschaft bei der privaten Krankenversicherung bei rund 5 bis 10% deines bisherigen monatlichen Beitrags. Die große Anwartschaft sichert zusätzlich zu diesem eingefrorenen Gesundheitszustand auch das ursprüngliche Eintrittsalter. Hierbei werden bereits Altersrückstellungen gebildet, wodurch die späteren Beiträge deutlich niedriger bleiben. Sie ist im Vergleich zur kleinen Anwartschaft aber natürlich deutlich teurer. Hier zahlt man 30 bis 40% des bisherigen monatlichen Beitrags. Ja, und wie ist es, wenn man gesetzlich krankenversichert ist? Ja, wenn man auswandern oder für längere Zeit ins Ausland geht, braucht man da eine Anwartschaft bei der gesetzlichen Krankenversicherung? Ich würde sagen ja, aber letztendlich muss man das im Einzelfall betrachten. Also, wer wirklich ganz sicher ist, nie wieder nach Deutschland zurückzukehren, der braucht das tatsächlich nicht. Aber was ist schon ganz sicher? Niemand weiß vorher, wie es einem im Alter ergeht, welche Zipperlein einen befallen, welche Erkrankungen einen heimsuchen. Also wir können das nicht vorhersehen und ob in welchem Maß man später auch mal Pflege braucht. Wir möchten uns alle Möglichkeiten für eine eventuelle Rückkehr nach Deutschland mit Kranken- und Pflegeversicherungsschutz offen halten. Wie und für wen funktioniert das jetzt nun mit der Anwartschaft bei der gesetzlichen Krankenversicherung? Grundsätzlich ist es in Deutschland ja so. Wenn du verrentet bist oder das 55. Lebensjahr überschritten hast und bis dahin privat versichert warst, kannst du in der Regel nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Auch nach einem längeren Auslandsaufenthalt nicht. Auch für die gesetzliche Krankenversicherung gibt es zwei Arten der Anwartschaft. Die obligatorische oder die einfache. Sie sorgt dafür, dass die Zeit im Ausland so gewertet wird, als wäre man in Deutschland versichert gewesen und ermöglicht im Fall der Rückkehr den Wiedereintritt in die Krankenkasse, auch in die Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR. Die Krankenversicherung der Rentner ist aber jetzt keine besondere Krankenversicherung, sondern nur ein spezieller Tarif innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Diesen kann man nur dann erreichen, wenn man die Vorversicherungszeit erfüllt. Das bedeutet, du musst in der zweiten Hälfte deines Erwerbslebens
mindestens 90% der Zeit gesetzlich versichert sein. Egal ob pflichtversichert, familienversichert oder freiwillig. Die obligatorische Anwartschaft kostet je nach Krankenkasse etwa 65 bis 70 Euro monatlich, inklusive der Pflegeversicherung. Der große Vorteil dieses Status: Beiträge werden nur auf die Rente erhoben. Alle anderen Einkünfte sind beitragsfrei. Eine zweite Option ist die freiwillige Weiterversicherung, auch als ruhende Mitgliedschaft bezeichnet. Diese ist allerdings nur eine Option, wenn man innerhalb der EU auswandert. Ja, warst du in Deutschland gesetzlich krankenversichert, bist dann ins Ausland gegangen und kommst zurück, kannst du auch ohne Anwartschaft wieder in die gesetzliche Krankenversicherung. Du wirst aber dann als freiwilliges Mitglied eingestuft. Das wiederum bedeutet, dass du die Krankenversicherungsbeiträge auf alle deine Einkünfte zahlen musst, nicht nur auf deine Rente. Ja, und schon sind wir bei einem unserer Reizthemen: der Pflichtpflege nur in der EU-Versicherung, wie wir sie mittlerweile nennen. Also, die Pflegeversicherung ist in Deutschland zwar eine Pflichtversicherung, das verpflichtet aber die Versicherung nicht im Pflegefall zur Zahlung, wenn man die EU verlässt, egal wie viele Beitragsjahre man schon eingezahlt hat. Man zahlt ihnen eben keinen Cent, wenn du nicht in der EU bist. Früher hat die Pflegeversicherung sogar nur in Deutschland gezahlt. Erst nach einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof kommt die Pflegeversicherung für ihre Beitragszahlenden im Bedarfsfall auch auf, wenn diese in der EU leben. Wie gesagt, außerhalb der EU hat man keinerlei Ansprüche. Wir haben speziell zu dem Thema Pflegeversicherung nur in der EU auch schon mal eine Folge gemacht. Auch aus der Kategorie langweilig, aber richtig wichtig. Ich verlinke euch die mal hier oben und natürlich auch unten in der Folgenbeschreibung. Wenn du die Anwartschaft bei der gesetzlichen Krankenversicherung abschließt, ist die Pflegeversicherung mit drin. Es ist nicht möglich, nur die Pflegeversicherung zu zahlen, um dort die Vorversicherungszeit zu sichern und die Krankenversicherung komplett zu kündigen. Der wichtige Punkt dabei: Auch bei der Pflegeversicherung gibt es sogenannte Pflichtversicherungszeiten. Man muss in den letzten 10 Jahren vor der Antragstellung mindestens 24 Monate versichert gewesen sein, um überhaupt Ansprüche geltend machen zu können. Hier deckt die Anwartschaft die Zeit im Ausland lückenlos ab, sodass sofort Ansprüche bestehen, wenn man gegebenenfalls mit Pflegebedarf zurück nach Deutschland muss. Ja, bleibt noch die Rentenversicherung. Wie das aktuell mit der Rente aus Deutschland im Ausland ist, auch dazu gibt es schon eine Mathis-Mate-Folge und auch die verlinke ich euch nochmal hier oben und natürlich auch unten in der Folgenbeschreibung. Hoppala. Für die Rente gibt es keine direkte Anwartschaft, aber die Möglichkeit der freiwilligen Einzahlung. Wann und für wen lohnt sich das? Du hast nicht mindestens 60 Monate Beiträge gezahlt? Ja, das kannst du durch die freiwillige Zahlung nachholen. Um überhaupt jemals eine Altersrente aus Deutschland zu erhalten, muss man nämlich mindestens 60 Monate eingezahlt haben. Der Schutz für die Erwerbsminderungsrente erlischt meistens, wenn man länger als 2 Jahre keine Pflichtbeiträge gezahlt hat. Freiwillige Beiträge können diesen Schutz aufrechterhalten, allerdings nur, wenn sie wirklich lückenlos jeden Monat gezahlt werden. Du bist Hausfrau oder Hausmann im Ausland, erwirtschaftest also kein eigenes Einkommen? Ja, wenn du den Mindestbeitrag von etwa 100 Euro im Monat in Deutschland 60 Monate lang freiwillig in die Rentenkasse einzahlst, erhältst du auch im Alter eine Rente. Grundsätzlich ermöglicht die freiwillige Einzahlung in die Rentenkasse in Deutschland auch eine Erhöhung der Rentenpunkte. Ob sich das allerdings lohnt, muss jeder im Einzelfall für sich berechnen lassen, denn das ist sehr individuell und hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Übrigens, für Beamte und Heilfürsorgeberechtigte ist vieles von dem, was ich hier erzählt habe, nicht so ganz zutreffend. Vor allem die Beiträge für die Anwartschaften bei der privaten Krankenversicherung sind deutlich geringer und es gibt diverse weitere Sonderregelungen für diese Gruppen. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, deswegen habe ich da nicht so tief recherchiert. Wenn euch das betrifft, müsst ihr da selber recherchieren. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr euch
vor eurer Auswanderung entschieden habt und warum. Gern auch, wie zufrieden ihr heute mit dieser Entscheidung seid. Ich sage mal, hasta la próxima. Verpasst die nächste Folge nicht. Am besten gleich den Kanal abonnieren und nicht vergessen, der Applaus für den Kanal und mich ist euer Daumen nach oben. Que les vaya bien und ciao!